Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann lass uns heute über den großen, blonden, unbelehrbaren sprechen. Genau. Ja, genau. Das ist ein gutes Thema. Also, ich sage mal kurz, was ich dazu denke. Und dann schauen wir mal, was du dazu denkst und was du zu sagen hast. Also, im Prinzip, wenn wir erstmal mit den Fakten beginnen. Also, wie ist die Situation? Der Boris Becker musste oder wurde für 2 Jahre und 6 Monate Haft verurteilt wegen Insolvenzverschleppung. Wenn man in die Medien nachguckt, was liest man da? Er hat also 2017 wurde er verzahlungsunfähig erklärt, musste sein Vermögen offenlegen, hat dabei gelogen, wenn wir es mal ganz einfach und banal sagen, hat ein Haus, also eine Immobilie in Leim verschwiegen, über 400.000 Euro auf anderen Konten, Firmenanteile an einer KI-Firma und noch eine Darlehensschuld. Naja, und 2002 war er ja schon mal, deswegen der große blonde Unbelehrbare, zu 2 Jahren auf Bewährung wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Momentan sieht es so aus, er verkündet in vielen Medien, ich bin im Dezember zu Weihnachten wieder zu Hause in Deutschland. Da gibt es ja in England dieses Gesetz, dass man, ich glaube nach, 7,5 Monaten, kann man wohl so eine Auslieferung dann an sein Heimatland beantragen. Aber das ist jetzt mal nur eine Nebensache. Wir wollen über seine Unbelehrbarkeit sprechen, dass er also scheinbar immer wieder da auf die falschen Berater gesetzt hat. Was für mich interessant war, du bist ja auch ein Berater letztendlich für Menschen, die sich steuerlich beraten wollen, steuerlich verändern wollen. Sagen wir mal so. Für mich ist interessant, ein Sportpsychologe, was der gesagt hat in einem Interview mit, wie hieß der Radiosender, BA Radio, glaube ich. Der sagte, ein Sportpsychologe, Spitzensportler sind nicht alltagstauglich. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Er hat gesagt, Verbände und Vereine sollten die Qualifikation und die Auswahl von Beratern für ihre Sportler am besten selber übernehmen, weil die immer wieder an die falschen Berater kommen. Das ist ja nicht der Erste, der letztendlich im Gefängnis gelandet ist, der Boris Becker. Aber jetzt vielleicht mal aus deiner Sicht, also was ist aus deiner Sicht schief gelaufen? Und du hast ja das Leben von Boris Becker auch verfolgt, wie wir alle, ne? Damals vielleicht nur so, als er Tennisstar war, aber auch dann der tiefe Fall immer mehr. Also an welcher Stelle hat er deiner Meinung nach angefangen, Fehler zu machen? Genau, also ich meine, man sollte zunächst vielleicht nochmal korrigieren. Es geistert hier in den deutschen Medien der Begriff der Insolvenzverschleppung rum, aber der ist natürlich völlig falsch. Ja? Also da gab es ja keine Insolvenzverschleppung, sondern was er gemacht hat, ist, er hat letztlich gegenüber dem Official Receiver, das ist also, ich würde mal sagen, ähnlich wie der Insolvenzverwalter in Deutschland, also allerdings eben jetzt kein unabhängiger Insolvenzverwalter im Sinne eines Beraters oder Anwalts, sondern eben der Mitarbeiter der entsprechenden Behörde. Der ist zuständig, hier das Vermögen, was noch da ist, zu verwerten und unter den Gläubigern zu verteilen. Ja? Eben was der Insolvenzverwalter ja in Deutschland im Grunde auch macht. Und gegenüber diesem Official Receiver hat er eben Vermögen verschwiegen. Und das ist ein Insolvenzstraftatsbestand. Hat aber ja mit Insolvenzverschleppung nichts zu tun, sondern er hat eben, wie du gesagt hast, hier bestimmte Besitztümer nicht angegeben. Und somit, damit hat er sich strafbar gemacht und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Also im Grunde geht es um Dinge wie Gläubiger zu schädigen, ja, und das sind so die Anklagepunkte. Es ist deswegen besonders tragisch und dramatisch, weil natürlich diese englische Insolvenz extrem benutzerfreundlich normalerweise ist, ja. Also wir haben ja selbst viele Jahre lang das Privatinsolvenzverfahren in England betreut, tun das immer noch, machen das heute in Irland, weil jetzt Großbritannien nicht mehr in der EU ist, sind wir es heute auch noch in Irland. Die Iren haben das Verfahren übernommen. Wir haben ja da schon mal eine Folge dazu aufgenommen.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja? Das heißt, es wäre eigentlich für ihn ein idealer Weg gewesen, sich innerhalb von 12 Monaten seiner gesamten Schulden zu entledigen. Und wir reden ja von Dutzenden von Millionen Euro hier, ja, 50 Millionen, 60 Millionen, was immer die Zahlen sind. Also es wäre für ihn extrem einfach gewesen, hier letztlich nach einem Jahr dann einen Schlussstrich zu ziehen und wirklich einen Neuanfang zu machen. Er ist jetzt ja noch kein alter Mann. Ja? Er hätte also dort mit, weiß ich nicht, 45, 50 im Grunde hier nochmal neu anfangen können und sich nochmal neue Vermögen aufbauen können, was ja sicherlich für ihn machbar gewesen wäre. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, hier rumzutricksen und hat dafür jetzt einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Ja. Es muss eine Lehre sein für jeden, der das Verfahren durchläuft, denn das ist zwar benutzerfreundlich, aber bei manchen Dingen sind halt die Engländer doch dann sehr pingelig. Ja? Also das heißt, das Verfahren ist ja für diejenigen entworfen, die sozusagen ehrlich sind, aber Pech hatten, wie man halt Pech haben kann, wenn man Geschäfte macht. Ja? Und wenn man sich dann so verhält, so mit unehrlichen, betrügerischen Absichten, wie der Boris Becker das anscheinend gemacht hat, dann führt es möglicherweise zu fatalen Konsequenzen. Ja. So, das war zur englischen Insolvenz. Aber ich muss mal ganz kurz noch mal nachfragen, Sebastian. Für mich ist es unvorstellbar, und ich weiß nicht, ob du dir das erklären kannst, wie konnte es dazu kommen? Also hat der Mann, ich sage mal so, in seinem Beraterteam nur Pfeifen sitzen? Weil normalerweise hätte ihm das doch jemand erklären müssen. Also ich habe da zum Beispiel gelesen, dass er, als er in London gewohnt hat, zum Beispiel für seine Wohnung 35.000 Euro monatlich ausgegeben hat. Ne? Also nur mal ein Beispiel. Und das macht in 10 Jahren 4,2 Millionen Euro. Man muss sich das mal überlegen. Also jemand, der eigentlich, wenn du auf der einen Seite sagst, jemand hätte es so einfach gehabt, innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Frist sich zu entschulden. Also denkst du, er hat nicht zugehört oder gibt es jemanden, der Berater von ihm abgeschirmt hat? Also wie kann es dazu kommen, dass jemand so einen großen Fehler macht und so eine gute Möglichkeit nie nutzt? Was ist deine Erklärung dafür? Ja, also zunächst noch zu der Wohnung. Ich meine, sicherlich, ob das tatsächlich stimmt, wer weiß. Aber natürlich hat er ist ja vermögenslos. Er hat kein Vermögen. Er kann schon ein Konto haben, aber auf dem Konto darf im Grunde nicht mehr sein als 1.000 Pfund. Alles andere wird ihm weggenommen werden. Das heißt, er hat mit Sicherheit keine 35.000 Euro oder Pfund pro Monat ausgegeben. Natürlich, ich meine, deine Eltern, deine Ehefrau, deine Ex-Ehefrau, deine Kinder können natürlich dir eine Wohnung mieten, die du dann kostenlos nutzen kannst. Also irgendwie so muss es abgelaufen sein. Er hat mit Sicherheit das nicht selbst machen können. Weil da hätte mir der Mitarbeiter der Insolvenzbehörde natürlich den Vogel gezeigt, hast du einen Knaller hier für 35.000 das zu mieten, miet dir ein Zimmer für 1.000 da und den Rest, den kriege ich bitte hier, damit ich es verteilen kann an die Gläubiger. Ja. Wie es dazu gekommen ist, ja, also er hat natürlich, und jetzt kommen wir im Grunde ja auf das frühere Thema auch schon zu sprechen, da wurde das ja dann auch schon deutlich. Er ist natürlich, er scheint sehr beratungsresistent zu sein. Was bei ihm natürlich hinzukommt, und das ist natürlich ein Punkt, den er wahrscheinlich so nicht sieht oder nicht sehen will, ist, dass er ja extrem prominent ist. Ja, also er ist sicherlich einer der bekanntesten Deutschen. Seine Eskapaden sind immer überall weit ausgebreitet. Er hat ja auch immer noch für die BBC hier Wimbledon kommentiert. Das wird jetzt natürlich dann auch nicht mehr möglich sein, denn er wird jetzt ja, wenn du in Großbritannien als Ausländer eine Straftat begehst und 12 Monate oder mehr ins Gefängnis gehst, dann wirst du des Landes verwiesen und kommst nie wieder zurück. Ja. Das heißt also, er kann nicht mehr nach Großbritannien einreisen, wird auch nicht mehr arbeiten können für die BBC. Ja. Und er verliert seinen Wohnsitz dort, wenn er einen hat. Also was ich sagen will ist, er hatte sich ja auch schon davor hier sehr fragwürdig angestellt und hat diese Prominenz, die er hat, gar nicht berücksichtigt. Also es ist ja völlig klar, dass ein britischer
Official Receiver bei einem so Prominenten, von dem er den Eindruck hat, dass er von ihm auf Deutsch gesagt verarscht wird, hier jetzt nicht klein beigibt und einfach leise weinend in der Versenkung verschwindet und gesagt, okay, whatever. Sondern dass dort dann besonders dann auch nachgeschaut wird, ja, ganz klar. So, das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Das heißt, bei viele Dinge kommen ja nicht raus, weil die Leute sowieso niemand kennt, weil die nicht profiliert genug sind, weil niemand Interesse hat, keine Lust hat, zu wenig Ressourcen hat, irgendwas zu machen. Aber bei ihm ist es ja definitiv, ist es ein großer Faktor. Und die andere Sache ist einfach, dass er eben tatsächlich unbelehrbar ist. Und wir hatten das ja auch gehört, schon im Hinblick auf seine Verurteilung in Deutschland wegen Steuerhinterziehung. Also es ist ja ein Thema, mit dem wir ständig operieren, mit dem wir ständig umgehen. Wir empfehlen immer dann beim Umzug ins Ausland. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen dabei, wenn man Deutschland verlässt, damit die Steuerpflicht in Deutschland endet, die unbeschränkte Steuerpflicht, darf es in Deutschland keine nutzbare Wohnung geben. Ja? Das heißt also, man darf keine Wohnung haben, zu der man einen Schlüssel hat, die nicht vermietet ist. Das geht auch so weit, dass man kein Zimmer haben kann bei den Eltern oder bei anderen Familienmitgliedern, wo seine Sachen drinstehen. Das war ja bei ihm der Fall. Also er hatte bei seiner Schwester in Schwabing im Haus ein Zimmer, da standen seine Sachen drin und er hat einen Schlüssel dazu. Hat aber gesagt, er wohnt in Monaco. Ich weiß nicht, wie viel er tatsächlich in Deutschland war. Möglicherweise war er gar nicht in Deutschland und hat sich ja nicht hauptsächlich in Monaco aufgehalten, aber er hat diese Wohnung verschwiegen in seiner deutschen Steuererklärung. Und das hätte er nicht dürfen. Und damit ist er in Deutschland weiter unbeschränkt steuerpflichtig gewesen. Wie gesagt, also man kann jetzt zugutehalten sagen, ja, okay, der war ja eh nicht da, der war sowieso nicht in Deutschland und hat einfach dann einen dummen Fehler gemacht. Ja, umso schlimmer, ja. Umso schlimmer, dass er tatsächlich im Ausland war und völlig unnötigerweise sich diesen ganzen Ärger eingehandelt hat. Ja. Ich muss wieder nachfragen. Also hältst du für mich unvorstellbar, er muss doch Steuerberater haben, Rechtsanwälte haben. Und ist es so, dass es Steuerberater, Rechtsanwälte gibt, die das nicht wissen? Oder die so einen wichtigen Fall einfach ihrem Mandanten, ich meine, das hat ja riesen Konsequenzen. Ne? Also für mich ist das fast fahrlässig eigentlich, wenn ich einen Steuerberater hätte und der würde mich auf so ein Thema nicht hinweisen. Ja, also wie gesagt, natürlich ist es so, dass das internationale Recht, das internationale Steuerrecht kompliziert ist und oftmals die Steuerberater nicht wissen, was die genauen Bedingungen sind. Ja. Aber sie sollten zumindest sagen können, dann, ich kenne mich damit nicht aus, frag mal jemand anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das niemand gesagt hat. Ich kann mir nur einfach vorstellen, dass er es trotzdem gemacht hat. Ein Punkt in Großbritannien bei seiner Verteidigung, ich würde sagen, der wichtigste Punkt war ja genau der, den du jetzt anbringst, dass er sagt, naja, ich habe mich nie darum gekümmert, ich hatte meine Berater, die haben das alle geregelt. Ja, und im Grunde sind die schuld. So ist es natürlich nicht. Das hat auch die Richterin festgestellt, damit kann er sich nicht rausreden. Ja, also er ist hier verantwortlich für diese Dinge. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das ein Berater nicht gesagt hat. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass er gesagt hat, jetzt kriegt ja eh keiner raus, whatever, wir machen das jetzt mal so. Ja. Vielleicht hat er irgendeinen Freund gehabt oder so, der hat da einen ungünstigen Einfluss auf ihn ausgeübt hat, ja. Und ihm somit vielleicht verführt hat, sich hier falsch zu verhalten und das Bedrohungspotenzial vollkommen unterschätzt hat. Die Richterin hat ja, das fand ich interessant, also ich habe das nochmal nachgelesen, hat ja unter anderem ihr Strafmaß auch damit begründet, dass sie sagt, dieser Mann ist uneinsichtig. Ja. So, und ein Satz, den er aber auch gesagt hat, und klar, vielleicht ist da ein Teil Wahrheit drin, aber es sollte keine Ausrede sein. Er hat gesagt, ich zitiere jetzt mal wörtlich, ich habe es mir aufgeschrieben, wäre ich nicht so berühmt, hätte sich das Finanzamt nicht für mich interessiert. Ja. So, ist da was dran? Und darf man das überhaupt sagen? Ist das unmoralisch oder uneinsichtig, diese Denkweise?
Naja, also sie ist auf jeden Fall, also ich denke, da ist auf jeden Fall was dran, das ist ganz klar. Also da ist auf jeden Fall natürlich sehr prominent, sehr profiliert und ja, also da ist auf jeden Fall was dran, aber ich meine, das gehört eben zur Einschätzung der eigenen Position ja sowieso auch dazu und also zur eigenen Risikoabwägung. Ja. Man geht ja nicht durchs Leben mit Scheuklappen sondern auf den Augen, sondern man schätzt im Grunde ab, was meine konkreten Risiken sind und verhält sich dann entsprechend. Und das hätte bei seiner Risikoanalyse natürlich auf jeden Fall mit eine Rolle spielen müssen und dazu führen müssen, dass er übergenau ist. Ja. Dass er also im Grunde genommen sich doppelt und dreifach vergewissert, dass dass er erstens alle Regeln kennt, ja, sich zweitens an die Regeln hält und drittens, wenn aus irgendeinem Grund es nicht geht, dass er um Hilfe schreit, ja. Was er aber nicht getan hat. Und man hat ja auch mehr oder weniger bei der Gerichtsverhandlung hier in London gesehen, und das war auch einer der Punkte, die ihm dort angelastet wurde, dass er jetzt keinerlei Reue oder so gezeigt hat. Ja. Er hat jetzt nicht gesagt, es tut mir furchtbar leid, weiß ich war so unter Stress, ich wusste nicht, was ich machen soll und ich habe dann das einfach gemacht und habe nicht wirklich in Dummheit mir jetzt nicht ausmalen können, dass die Konsequenzen so schwerwiegend sind, wie sie sich nun tatsächlich herausgestellt haben. Ja. Also ich denke, das sind alles, also die Uneinsichtigkeit, gehört auf jeden Fall dazu. Und wie gesagt, Teil dessen ist, dass er völlig unterschätzt hat, dass er diesen Promi-Status hat und dass natürlich alle dort danach lechzen, ja, auch ihn dort an den Pranger zu stellen. Und vielleicht auch mitunter denkt man oder haben vielleicht so Spitzensportler oder Prominente teilweise aber vorher, während sie Fehler machen, genau den umgekehrten Eindruck. Sie sagen, die lieben mich ja alle. Ne? Mir wird schon nichts passieren, weil sie mich alle so lieben. Aber das Finanzamt liebt niemanden. Ne? Also außer diejenigen die am meisten Steuern zahlen. Wahrscheinlich, ja. Ja, da gibt es viele Sachen. Ich meine, da kommt es natürlich dann auch bei den Engländern auch so eine gewisse Empfindlichkeit dazu. Ja, man will natürlich sich nicht hier in den eigenen Garten sozusagen kacken lassen. Ja, also man will sich nicht von irgendeinem hochmütigen Deutschen hier ja vorführen lassen. Ja. Und er hat ja da die Behörde vorgeführt. Ja, der hat ja nicht nur bei der Sache jetzt hier dann letztendlich dann was verschwiegen, sondern er hat ja davor auch schon Spirenzchen hier gedreht, wo er gesagt hat, er hätte diplomatischen Status da von irgendeinem afrikanischen Diktator und so weiter. Ja, und ich meine, wie gesagt, er ist hier in UK als Fremder, als Gast und kein Gastgeber lässt sich gern von seinem Gast vorführen. Ja. Ja. Und also, wie gesagt, wir haben viel Erfahrung mit der Behörde, ja, und die sind super und es funktioniert alles, aber wer da meint, der kann da arrogant sein oder überheblich, also das ist wirklich, da muss man den Ball ganz flach halten und da muss man reumütig sein und man kann sich ja denken, was man will, ja, aber also das geht garantiert in die Hose, wenn man dort in dem Kontext hier arrogant ist oder denkt, man hat es eh nicht verdient und muss sich das nicht gefallen lassen, so ein Blödsinn. Ja, also vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Lehre aus der ganzen Geschichte zusammenfassen. Also wenn jetzt jemand in so eine Situation gerät, wie jetzt gerade unser großer, blonde, unbelehrbare, jetzt mal ganz kurz kurz wie möglich, klar wie möglich zusammengefasst. Was muss ich tun und was muss ich lassen? Also kein Meineid schwören, keine Straftat begehen. Ja, also für die meisten Leute ist das eigentlich relativ eindeutig, was das bedeutet. Ja. Also das sind im Grunde die Lehren, die man daraus ziehen kann. Und also sich auf jeden Fall immer wieder vor Augen rufen, dass man manche Dinge besser nicht tut, ja, weil die Konsequenzen so schwerwiegend sind, dass man da nicht mal heil rauskommt, ja, wie was jetzt ja ihm passiert ist. Ja. Jetzt ist er mehrfach vorbestraft.
Also das kannst du dir mal überlegen, was das für Konsequenzen hat. Er kann nicht mehr in die USA einreisen auf Visa-Waiver, er wird Schwierigkeiten haben, Bankkonten zu bekommen und so weiter und so fort. Das hat dramatische Konsequenzen. Ja. Also das heißt, das ist die Lehre, die man daraus ziehen soll in erster Linie. Also eine Bitte an unsere Zuschauer und Zuhörer wäre, lassen Sie uns Kommentare, also kommentieren Sie, was wir gesagt haben, schreiben Sie in die Kommentare in YouTube, wie Sie darüber denken, über diesen Fall, den wir gerade besprochen haben, würde uns sehr interessieren, Ihre Meinung auch zu lesen. Genau. Würde uns sehr interessieren, ja, absolut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.